Ich habe eine neue. Wie ihr in einem meiner letzten Videos gesehen habt, ist ja meine alte leider zerbrochen und da musste eben eine neue her für das mittlere bis schwere Spinnfischen. Am Meer, aber vielleicht auch für das Süßwasser. In diesem Video stelle ich sie euch vor. Hallo, jetzt von mir. Sehnsüchtig habe ich schon auf die neue aus dem fernen Osten gewartet, jedoch musste der Paketzusteller noch 3-mal erscheinen, da ich kein Kleingeld, er kein Wechselgeld und keine andere Zahlungsform möglich war. Es waren noch exakt 10,53 € Zoll zu entrichten, könnte man einfacher, schneller und sicherer online oder digital machen. Zumindest läuft es so in Norwegen. Wie man sieht, ist das Paket in Sonderform über 1,20 Meter lang, ja sogar über 1,50 und manch einer mag sich fragen, hä? DHL, wie geht denn das? Tatsächlich wurden auch mir schon Routenbestellungen storniert, weil sie eben zu lang waren. Aber wie man sieht, die Firma Noebi macht's möglich. Echt gut verpackt. Vielleicht hier hinten einfacher. Ja, fast wie Weihnachtsgeschenke auspacken. Dann guckst du in die Röhre. Also echt gut verpackt und vor allen Dingen kann man ja sagen, dass man diese Röhre durchaus eben auch zum Transport im Flugzeug verwenden könnte. Sehr stabil, dickes Papprohr, kann man gebrauchen. Und stabiler geht's weiter. Und zwar habe ich mir gewünscht, die Noebi Legend 2. Der Futteral ist übrigens kein so ein lappriges Stoffteil, sondern das ist ein richtig stabiler Nylon-Futteral. Also recht dickes Material. Auch das kann ich schon mal positiv bewerten. Hier hinten übrigens eine Einsteckmöglichkeit für einen Gimbal. Kann man natürlich auch noch eine zusätzliche Plastikkappe drüber ziehen. Da gebe ich euch auch mal einen Tipp. Das ist ein Buttplug. Hört sich so an und sieht so aus wie vom Orion-Versand, gibt's aber auch bei AliExpress. Link in der Beschreibung. Das Finish des Carbonplanks und auch eben die Klarlacklackierung sieht meiner letzten Route, die eben zerbrochen ist, der Senetic Seabass, wirklich sehr ähnlich. Auch die Routenringe. Allerdings, die Routenringe sind hier wesentlich größer, besonders der Spitzenring. Bei vielen modernen Routen werden diese Ringe ja viel zu eng gehalten, meiner Meinung nach. Und man kann eben nicht mehr den Törnchenwirbel am Ende auf die Rolle einziehen. Das habe ich bei meinem Buch beschrieben, ist extrem wichtig beim Meeresspinnfischen, dass man eben die Schnur auf keinen Fall während des Transports beschädigen kann. Und das ist hier somit wunderbar gewährt. Was mir auch gut gefällt, ist das Handteil. Das hatte ich mir auch ausgeguckt. Und zwar findet sich hier an dieser Route ein extrem langer Vorgriff. Wie an teuren Routen von Cenac oder Daiwa zum Shore Spinning für große Fische, dass man wirklich einen richtigen Zug auf den Fisch ausüben kann. Auch nochmal zum Vergleich der Routengriff bzw. der Vorgriff der Route. Hier sieht man die untere Senetic mit einem eigentlich viel zu kurzen Griff und hier die Noebi mit einem schönen langen Vorgriff, mit dem man auch einen entsprechenden Hebel und Zug auf den Fisch ausüben kann im Drill. Die Route ist 10 Fuß lang, 3,5 Meter, Wurfgewicht 25 bis 110 Gramm. Empfohlen für Schnurstärken PE2 bis PE4. Finde ich jetzt ein bisschen viel, ich würde Routen in dieser Klasse mit PE1 bis PE2 fischen. Noch ein Tipp zur Auswahl der richtigen Route. Ich empfehle ja immer durchschwabbeln im Laden, denn Routenwahl ist Geschmackssache. Und nicht jedem liegt die Route, die ich für optimal halte. Und ein wichtiges Kriterium für mich ist die sogenannte Beruhigung der Route. Also wie lange die Route nachfedert beim Auswurf oder beim Jiggen. Und da wird man überrascht sein, wie lange selbst teure Routen und namhafte Marken nachfedern. Und wir sehen, die Noebi-Route beruhigt sich sehr schnell, ist sofort stockesteif, auch das ein Qualitätsmerkmal. Die Routenringe sind aus salzwasserbeständigem Edelstahl, nicht nur an der Senetic-Route, sondern auch an der Noebi-Route darunter. Die Blanks der Routen erscheinen tatsächlich zum Verwechseln ähnlich, allerdings hat die obere Senetic-Route sogenannte Anti-Tangle-Ringe. Die sind leicht zur Routenspitze hingewinkelt, eine Konstruktion, die Windknoten reduzieren soll. Vergleicht man die Anzahl der Routenringe, so hat die Senetic-Route auf 3 Meter 8 Routenringe, die Noebi auf 3,5 Meter 7 Ringe. Steckverbindung erinnert mich, glaube ich, auch an die Senetic. Vielleicht ist es eine Art Kopie von der Route. Aber die Beringung ist ganz anders. Hier hat man sich mehr an die Beringung von den eben recht teuren Routen von Daiwa und Cenac gehalten, die eben auch wesentlich weniger Ringe haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ringe nur auf 3,5 Meter. Macht jedenfalls einen robusten Eindruck. Bisschen schwer, aber ist eben auch für schwere Fische gedacht. Bis etwa 10, 15 Kilo. Darüber gibt es noch Routen von Noebi, eine Nummer härter und eine Nummer schwerer. Was ich jetzt schon sagen kann, von der Biegekurve her ist sie wesentlich parabolischer als die Senetic.
Hoffentlich nicht so parabolisch wie Shimano-Ruten, weil die gefallen mir nicht so richtig. Aber insgesamt bin ich damit zufrieden, dass sie ein bisschen weicher ist als die Senetic, die ihr in den letzten Jahren in meinen Videos gesehen habt. Weil die fand ich etwas zu spitzenlastig, beziehungsweise sie hat ein bisschen zu hartes Rückgrat gehabt. Die hat im Prinzip nur Spaß gemacht bei Fischen über 3 Kilo. Und bei Fischen unter 3 Kilo, wie zum Beispiel auch Hornhechte, ist immer die Gefahr groß, dass durch diese Härte die Fische leichter ausschlitzen und aussteigen, wenn man eben die Spannung, einen konstanten Zug auf den Haken schlecht ausüben kann, wenn die Rute eben zu hart ist. Und hier ist definitiv weicher. Ja, die Praxis wird zeigen, was sie taugt. Da werde ich jetzt ein paar Würfe Jigging am Baggersee machen. So, Jigging am Baggersee mit der neuen Neuby-Route Legend 2, 3,5 Meter. Wie ich schon erläutert habe, ist es halt von Vorteil, wenn man den Terminal Tackle, also in dem Fall das Törnchenwirbelchen, durch die Ringe ziehen kann. Und zwar auch vor allen Dingen durch den Spitzenring. Das heißt, ich transportiere immer die Schnur aufgewickelt und fädel erst die Schnur am Spot ein, zur Schonung der Schnur eben. Fangen wir mal mit der unteren Grenze des Wurfgewichts an. Ich habe einen Jig von 28 Gramm mit und gehen bis 80 Gramm hoch. Das Lowbait, das maximale, ist mit 70 angegeben. 110 halt das maximale Wurfgewicht, aber das maximale Wurfgewicht ist praktisch nicht wirklich durchziehbar. Es liegt halt ungefähr, wie ich in meinem E-Book beschrieben habe, so bei 25% drunter unter dem maximalen. Mitgebracht habe ich ein paar Jigs. 28, 40, 60, 80 Gramm. Und die fischen wir jetzt alle mal durch. Wie ich empfehle, ist meine Endmontage eben Törnchenwirbel und Sprengring. Auf keinen Fall ein Karabiner oder sowas verwenden, jedenfalls nicht beim sogenannten schweren, harten Meeresspinnfischen. Weil aus dieser Konstruktion, Törnchenwirbel, Sprengring, da kann einfach gar nichts entkommen. Sieht so aus. Was fehlt noch? Handschuhe, richtig. Und zwar gibt es auch von der Firma Neuby recht gute Fighter-Handschuhe. Da sehen meinen Owner recht ähnlich. Wofür brauchen wir eigentlich die Handschuhe? Erstmal UV-Schutz, was man hier jetzt im Winter in Deutschland sicherlich nicht braucht. UV-Schutz ist aber ganz wichtig, weil Hautkrebs ist so eine der Krankheiten, gerade in tropischen Gegenden, Nummer 1. Aber wir brauchen die Handschuhe hauptsächlich für den Grip. Den Grip an der Rute, den Grip an der Rolle, den Grip später im Drill, bei der Landung, Festhalten an Felsen, Steinen, alles Mögliche. Dafür brauchen wir Handschuhe. Und die hier sind recht gut, die sind atmungsaktiv. Die Owner, die sind so aus einem Kunstleder, die, wenn diese mit Wasser vollgesaugt sind, dann ist das richtig unangenehm. Und die hier sind aus einem Quick-Dry-Material. Das gefällt mir sehr gut und halt, wenn man sich die genau anguckt, sehr fett gearbeitet. Was halt ein bisschen fehlt, meiner Meinung nach, ist hier am Wurffinger eine spezielle Schonung für die Schnur. Die probieren wir jetzt aus und natürlich die Rute. Also, let's go. 28 Gramm. Der erste Wurf. Das ist einfach hier so schlecht abhält. Aber ihr merkt schon, 28 Gramm, das ist für die Rute eigentlich zu leicht. Man spürt ein bisschen die Bewegung vom Jig. Aber für 28 Gramm ist diese Rute wirklich ein bisschen zu heavy. Aber die wollte ich auch gar nicht dafür, sondern die meisten meiner Köder sind so zwischen 40 und 80 Gramm. Und da gehen wir jetzt hin. Jetzt Wurf mit 40 Gramm. Das fühlte sich schon wesentlich besser an. Das fühlte sich schon stimmig an. Also zum Jiggen eignet sich der See hier nicht. Das sind vielleicht 6 Meter, würde ich sagen. Also mit 40 Gramm fühlt sich die Rute auch schon passend an zum Köder. Auch was ich so an Widerstand beim Einholen bekomme. Nächster Köder 60 Gramm. So, jetzt haben wir 60 Gramm und das merke ich hier schon vom Feeling. Das ist wahrscheinlich so das ideale Wurfgewicht dieser Rute. Ja. Sechs Meter mehr ist es nicht. Ja, jetzt habe ich schon mal den Boden gehangen. Ja, das fühlt sich ideal an. Also 40 Gramm ist gut, 60 Gramm ist mit dieser Rute hier noch viel besser. Ich muss gestehen, dass ich diese Rute eine Nummer härter schon bei einem Guiding Guest gesehen und gefischt hatte und daher schon ein Auge auf sie hatte.
last but not least, 80 Gramm Köder, 80 Gramm Speedchick im Baggersee. Und das fühlt sich schon gewichtiger an. Ich gehe es erstmal vorsichtig an. Aber immer noch kein Problem für die Route. Ich würde sogar sagen, da steckt die besser weg als die Senetic mit 120 Gramm maximal. Und angegebenem 100 Gramm maximalen Lure Weight, also Ködergewicht. Für meine Bedürfnisse, glaube ich, ist die wirklich perfekt. Nicht mehr ganz so lang, 3,5 Meter, vorher 3,30. Bei 3,30 ist ganz schön anstrengend auf die Dauer. Gerade beim Jiggen. Ziehen wir jetzt mit 80 Gramm nochmal richtig durch. Problemlos. Also auch beim Jiggen mit 80 Gramm Jig überhaupt kein Problem. Perfekt für diese Route. Ich bin ziemlich zufrieden. Also 40 bis 80 Gramm ist locker umzusetzen. Da kommt ein Schwall irgendwo unter Wasser. Entweder ist es eine Uferströmung oder ist vielleicht ein Hecht geflüchtet. Würde sich für Hechte eignen. So, hier nochmal die Erklärung zu dem Griff. Man stützt, wenn man einen dicken Fischstand hat. Bei normalen Fischen, die kann man meistens aus dem Unterarm drillen. Wo ich hier den Griff auch wesentlich besser finde. Denn die Senetic, die hat hier tatsächlich den blanken Blank und hier ist das wenigstens schön mit dem EVA-Schaum abgedämpft. Aber es geht darum, wenn ich halt einen großen Fisch drille, nicht über den Unterarm mehr, dann stütze ich halt dieses Teil im Gimbal mit der Kappe, wenn man hat. Eine Leiste kann man die normalerweise aufstützen und dann eben zunächst hier natürlich nochmal ziehen und wenn der Fisch wirklich groß ist, man Druck ausüben muss, dann über den langen Vorgriff. Das ist wirklich toll gemacht hier in der Route. Also die Biegekurve, Bremse ist so auf 1 Kilo eingestellt. Also definitiv leicht parabolisch, aber nicht ganz so schlimm wie die meisten Shimano-Routen. Okay, die Legend 2 von Neuby kann ich jedenfalls wirklich tatsächlich empfehlen. Ganz ohne, dass mir die Route eben geschenkt worden ist, hätte ich sie mir so gekauft.